In einem neuen Entwickler-Tagebucheintrag gibt uns Neu-Game-Designer und Community-Manager Castian ein erneutes Update zum geistigen Nachfolger für die Siedler 3 und 4. So werden diesmal Design, Grafik und Musik angerissen. Im vergangenen Monat hat sich das Game Design Team um Castian mit dem neu hinzugekommenen Feature der Forschung die Nächte für Projekt HGLG um die Ohren geschlagen. Diese nun neuen erforschbaren Technologien sollen euch ganz neue Möglichkeiten geben, um zum Beispiel ein Gebäude auszubauen, die Nahrungsproduktion zu boosten oder einen gewissen Vorteil im Kampf zu generieren. Anders als in anderen Spielen lässt sich aber nicht alles blind erforschen, sondern muss abgewegt werden, da man sonst Gefahr läuft, die Götter zu vergraulen, auf die man dann ja nicht mehr angewiesen wäre. Da auch wie gehabt Magie eine Rolle spielt, die ebenfalls wie gehabt durch Opfergaben generiert wird, bleibt abzuwarten, inwiefern das Ganze am Ende zusammen oder gegeneinander spielen wird, denn wirklich ins Detail ist man hier nicht gegangen. Jede Forschung muss also abgewegt von der Spielsituation gut gewählt sein. Pro Volk sind aktuell 16 Forschungen geplant, die sich von allgemeinen auch durch völkerspezifische unterscheiden sollen, sodass sich jedes Volk noch stärker in seiner Spielweise voneinander unterscheiden kann. Mittlerweile hat man sich auch auf ein Grid festgelegt, welches aber nicht wie bei Neue Allianzen aus einem Hexagonfeld besteht, sondern klassisch wie in die Siedler 3 und 4 optisch mit Punkten aufgebaut ist. So steht jeder Punkt für eine Position, auf der ein Siedler stehen kann. Das System wird deshalb beibehalten, um möglichst nah an das altbekannte Einheiten-Movement der Vorgänger heranzukommen und eine bessere Handhabbarkeit für prozedural generierte Maps zu erhalten. Des Weiteren werden uns mit einer ersten Konzeptzeichnung das mögliche Design des römischen Holzfällers sowie des Steinmetzes vorgestellt. Als grafisches Alleinstellungsmerkmal der Römer besitzen die Gebäudedächer Tonziegel sowie eine Öllampe an der Eingangstür, was sich dann wohl so durch alle weiteren Gebäude durchziehen wird. Außerdem konnte man im Bereich Sound und Musik weiter wachsen und verfügt nun neben 2 Sound Artists auch über einen hauptberuflichen Komponisten, der aber leider nicht mit Namen genannt wurde. Aber lasst uns doch gerne mal eben reinhören. Der gerade angespielte Track wurde nicht explizit für Projekt HGLG erstellt, könnte aber mit seinen Flöten wunderbar als Track zu den Maya passen. Alle 4 Wochen bzw. zum 1. jedes Monats möchte man uns zukünftig mit weiteren News zum Projekt versorgen. Wenn ihr mich fragt, könnte dann ja unter anderem langsam mal der richtige Name fällig sein. Jedenfalls werde ich für euch weiter dranbleiben und sobald es soweit ist, ausführlich berichten.